befinden uns hier in der Wilhelmsburg-Kaserne. Die Wilhelmsburg-Kaserne ist dieser gesamte Bereich. Wenn ich irgendwann von Werken spreche, die ganze Bundesfestung Ulm, 10 Kilometer Umkreis, besteht aus vielen Werken. Ein Werk ist eine Festung oder Zwischengänge. Bei der Donau fängt es an mit Werk 1. Hier befinden wir uns in der Wilhelmsfeste und die besteht aus dem Werk 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Also die ganze Anlage ist ja zur Verteidigung gebaut. Wenn man sich die ganze Anlage hier anschaut, eigentlich recht simpel und für den Gegner eigentlich sehr schwer einzunehmen. Ein einfaches Beispiel. Der Gegner kommt aus der westlichen Richtung hier auf die Anlage zu, ist natürlich zum ersten unter diesen zwei großen Festungsanlagen unter Artilleriebeschuss und aus den Außenfestungen, die hier ca. in 2.000 bis 3.000 Meter Entfernung, die anderen Außenfestungen ebenfalls. Die ganze Anlage ist so gebaut, dass verschiedene Festungen alles hier unter Kreuzfeuer, also flankierend wirkend mit Artillerie einwirken kann. Was wir hier jetzt sehen, ist einmal die Konstruktion der Festungsanlage. Direkt vor dem Sturmhindernis, das heißt dieser Graben, befindet sich ein ca. 4 bis 5 Meter breiter Weg. Auf diesem Weg wurde die Infanterie stationiert, die hinter dieser 1,50 Meter hohen Brustwehr stand und das heißt in dieses Glacis mit Musketen feuerte. Sollte der Gegner dann doch diese Infanterie überwunden haben, ging er hier runter auf bis zu einem 11 Meter tiefen Graben, dieses Sturmhindernis. Gegenüberliegend war natürlich ganz oben auf der Wallkrone noch die Artillerie positioniert, die ebenfalls diese gesamte Glacisanlage befeuern konnte. Was wir hier sehen, ist auf der linken Seite die Burgmauer, das ist die Escarpat, und auf der rechten Seite ist ebenfalls eine Mauer platziert, das ist die Kontra-Escarpat. Im Hintergrund haben wir dann noch eine Carponiere. Die Carponiere diente einfach nur dazu, sollte hier der Gegner dann doch in den Graben gekommen sein, war dort Artillerie positioniert, die nur diesen ganzen Graben befeuert haben. Der Graben Gesamtausmessung sind 600 Meter, genau in der Mitte nach 300 Meter befindet sich diese Carponiere, nach beiden Richtungen feuernd. Was man hier jetzt im Hintergrund abends, zum einen hier auf der rechten Seite, das ist die Carponiere, das ist diese Feuerstellung, die den Burggraben befeuert hat. Die war 1857 auch noch zweigeschossig, die wurde dann 1870, 71 dann abgebrochen. Deutsch-französische Kriege hat man ja festgestellt, Artillerietechnik hat sich verbessert, deshalb wurde hier bereits nachgearbeitet, Abbruch einer Etage. Und links dieser Weg, der nach oben geht, die Straße, die gab es damals auch schon, das war die Ausfallstraße und der Verbindungsweg zum Fort Prittwitz, ist eine Außenfestung im nördlichen Bereich für die Infanterie, um die oben an den gedeckten Weg und die Brustwehr zu bringen. Die Liegenschaft bietet einen jeden Tag einen neuen Blick. Hier sind wir jetzt am Nordausfalltor, an der Nordausfahrt, dem Ausfalltor in Richtung Norden. Links und rechts kann man hier rausgehen. Was hier halt ist, um die Deckung dieses Tores im Burggraben sicherzustellen, wurden oben im Wald sind 10 Artilleriefeuerstelle Mörser drin, die nichts anderes zu tun hatten, als hier diesen Vorplatz zu befeuern. Das heißt, die haben das alles hier unter Beschuss genommen. Hier drunter sind noch original die Umlenkrollen. Die Geschütze waren, wie man es kennt aus diesen alten Piratenfilmen. Das Geschütz geht zurück und musste dann von der Besatzung mit den Seilen wieder hier über diese Umlenkrollen nach vorne in Geschützposition gebracht werden. Und hier hört man halt sehr gut die Entwässerung. Das ist die Entwässerung. Ein Beispiel, Werk 14. Der Gegner schafft es dann doch durch das Sturmhindernis über den Wall in die Anlage hereinzukommen. Die ganze Anlage hier innerhalb ist ebenfalls so gebaut, dass sie sich innerhalb auch verteidigen kann. Das heißt, dieser Turm ist auch verteidigungsfähig in diese Richtung und in diese Richtung.
sollte der Gegner hier sein, ist hier eine Mauer, die ebenfalls in beide Richtungen das Bekämpfen ermöglicht. Die Schießscharten gehen immer sowohl nach links wie auch nach rechts und somit kann in alle Richtungen verteidigt werden. Hier sieht man einen der Verbindungsbereiche zwischen den einzelnen Werken. Auf der linken Seite haben wir das Werk 14, auf der rechten das Werk 15. Wie man sieht, es sind die Werke untereinander auch zur Verteidigung vorbereitet. Im Werk 15 rechts sieht man die Schießscharten, die eigentlich nur hier diese 3 Meter abzudecken haben. Hier sind wir am Sechseckturm, das ist das Reduit des Werk 16, also der Rückzugsort des Werk 16. Und was man hier sehr schön sieht, das ist das Wappen der Bundesfestung Ulm, das Wappen des Deutschen Bundes mit dem Doppeladler. Hier sind wir jetzt im Inneren des Sechseckturms des Werk 16 mit der wirklich tollen Kuppeldecke, die eine tolle Akustik macht. Diese Schlaufen, diese Metallringe an der Decke ist wieder für die Artillerie, dass man hier die Geschütze hochbringen konnte und dann in die Position. Diese einzelnen Kasematten, dort standen dann 2 Geschütze und obendran, wo jetzt das Glas ist, das war dann auch schon für den Rauchabzug, denn damals wurde ja mit Schwarzpulver gefeuert und der Rauch musste irgendwo hin, ansonsten hätte ja die Geschützbedienung irgendwann mal nichts mehr gesehen. Vorsicht, nicht ganz eben. Und jetzt sind wir hier in einem dieser Gänge. Also sollte der Gegner hier reingekommen sein, das heißt, der kam von drüben, hat hier dann durchgebrochen, kam hier in diese Kasemattgänge. Hier waren 2 Gewehrschützen, Rauchabzug, der kam hier rein. Dann bestand hier die Möglichkeit, hier mit Eichenstämmen, mit Eichenbohlen die Kasematte abzuriegeln und von oben haben dann die Grenadiere hier mit Granaten reingeworfen. Alle 3 Kasematten gibt es dann auch noch einen Wärmeplatz, also eine offene Feuerstelle. Aber wie Sie sehen, ist die Bundeswehr hält das alles in Schuss, auch wenn es nicht genutzt wird, halten wir das in Schuss, dass es baulich alles so passt, wie es damals auch war. Also hier sieht man zum Beispiel die Kalkablagerung, wie sie hier langsam das Wasser, den Kalk auswäscht aus dem Gestein und man hier dann die Tropfsteine bekommt. Die ganze Decke hier voll. Wir sind jetzt hier am Eckbau, Werk 16. Hier ist auch einer unserer Tiefbrunnen. Von hier aus wurde auch die Wasserversorgung der ganzen Anlage gemacht. Ist jetzt leider nicht mehr aktiv, aber können Sie mal bitte kurz helfen? Hier unten ist noch absolut trinkbares, klares Wasser. Der tiefste Brunnen, den wir hier in der Anlage haben, ist 32 Meter. Wasserversorgung sichergestellt. Absolut. Vorsicht, Vorsicht hier. Die Frösche. Auch hier bitte Vorsicht. Wir sind jetzt einmal unter dem Graben durch, sind jetzt in dem Minenvorhaus und hier rein geht es in diese sogenannten Gegenminenstollen.
Hier drin saß zu Kriegszeiten ein Soldat, der einfach gehört hat, wo kommt der Feind, gräbt er sich eventuell auch unter der Anlage durch. Dann gehen wir doch da einfach mal rein. So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Das hier ist bereits vorbereitet, das heißt, hier saß und hörte. Und wenn er dann ungefähr die Richtung hatte, wurde von hier aus weiter gegraben. Hier vorne geht es in 3 Richtungen weg, sodass man hier gegengraben konnte. Aus diesem Bereich kommt auch der Begriff Mine. Denn das hier waren die Mineure, also diejenigen, die hier diese Gräben gegraben haben, waren der Mineure. Und die haben Minen gelegt und von unten gesprengt. Was wir hier jetzt sehen, direkt davor, das ist die Rückseite des Walds. Das heißt, hier in diesem Bereich standen die Artilleriegeschütze. Die standen rechts und links neben dem oberen Gebäude. Dieses obere Gebäude wurde erst 1878 erbaut, denn in der ersten Phase war das alles platt. 1878 hat man dann diese Gebäude reingesetzt in Hohltraversen. Sollte der Gegner von der rechten Seite flankierend angegriffen haben, dann hat er nicht direkt alle Geschütze auf der Plattform zerstört, sondern nur punktuell einzelne, durch die er dann erstmal durch musste. Dieses wurde dann natürlich auch genutzt, um Munition und Kartuschen zu lagern. Wir gehen jetzt ins zentrale Munitionslager, also das sogenannte Kriegspulvermagazin, das hier drin zweigeschossig ausgebaut. Und es wurde dann auch im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker genutzt. Ne? Und hier drin lagert die Munition für die ganze Anlage. Leider ist hier die Betondecke eingezogen. Die fängt jetzt an zu verrosten. Deshalb kann dieses Gebäude ist irgendwann mal einsturzgefährdet. Das hier war jetzt einer dieser Originalräume, in dem die Munition lagerte. Die Besonderheit dieser ganzen Munitionslagerräume in der Festung ist, dass die meist doppelwandig gebaut sind, sodass man, egal für welches Wetter, innen drin ein sehr gutes Raumklima hat. Weil hier lagert ja Schwarzpulver, das vor Feuchtigkeit bewahrt werden musste. Und deshalb sind hier diese ganzen Wände alle trocken. Sehr wenig Feuchtigkeit. Sollte dieses Werk gefallen sein, ist hier das große Reduit, dieses sehr große Gebäude, das Hauptgebäude der Verteidigungsanlage. Und hier oben die Artillerie nimmt dann diesen ganzen Bereich unter Feuer. Und der Bereich hier drin, da ist dann nichts, da war früher nicht bebaut, das war flach und eben. Und somit musste der Gegner ja dann hier durch. Dieses Gebäude unter Artillerie, sowie diese Anlage, die dann ebenfalls
mit Artillerie diesen Bereich befeuert hat. Redouit ist ein Rückzugsgebäude, eine Festungsanlage und das ist das Redouit der Wilhelmsfeste und da gehen wir jetzt rein. Die Festung selber wurde gebaut von 1842 bis 1857. Dieses Gebäude, das Redouit, von 1844 bis 1848. Man muss sich einfach überlegen, dass 6000 Arbeiter in Steinbrüchen diese ganzen Steine hier mit Hand geschlagen haben und dann wurde das hier in der Rekordzeit von 4 Jahren, dieses ganze Gebäude hier errichtet. Also hier im Hintergrund sieht man auch an der Wand diese schwarzen Flecken. Diese schwarzen Flecken ist nicht irgendwie verbrannt oder dass es irgendwas kaputt gegangen ist, sondern ist mit Absicht aufgebracht als Lufttarnung, dass von oben das Gebäude im Krieg verschwimmt, mit dem Untergrund eins wird. Hier hinter mir, das ist der Kehlturm des Redouits. Dieser Turm war so gebaut, dass man im Turm die Geschütze mit Pferdefuhrwerk nach oben fahren konnte. Das heißt, da ist eine Rampe drin und da hat man dann die Geschütze bis hoch aufs Dach fahren können. Und deshalb gehen wir da jetzt da rein und schauen uns mal oben das Dach an. Und hier wechselt dann irgendwann mal der Boden. Unten mal betoniert und hier wird jetzt original. Und auch das ist noch der letzte original erhaltene Boden aus der Zeit, weil das Holz ist. Und Holz hatte ja den Zweck, dass die Pferde nicht ausrutschen, weil hier ja mit den Pferden die Geschütze nach oben gezogen wurden. Deshalb hat man hier alles in Holz gelegt. Wir sind hier in einem der typischen Räume für Offiziersunterbringung. Die Tapete im Hintergrund ist vermutlich noch nach 1945, weil dieses Gebäude als auch Flüchtlingsunterkunft oder für Ausgebombte genutzt worden ist. Hier waren bis zu 6000 Heimatvertriebene untergebracht. Und was man hier in diesem Raum auch sieht, ist zum einen wurde ganz früher mit Holz geheizt. Und später dann bis 1976 war die Bundeswehr dann hier drin, dann hier auch noch mit Kohle. Bei den alten großen Festungsgebäuden ist immer irgendwo ein Schlussstein, wo auch eine Jahreszahl draufsteht, wann das gebaut worden ist, wann es fertig wurde. Und das ist hier Schlussstein 1848. Für mich einer der schönsten Ausblicke in Ulm ist hier hinter mir. Man sieht das Ulmer Münster, der höchste Kirchturm der Erde mit 161 Meter. Bei sehr schönem Wetter, was wir heute leider nicht haben, sieht man bis runter in die Alpen im Föhneinfluss. Und man erkennt von hier sehr gut auch die ganze Festung, die Festungsanlage Ulm. Denn dazu muss man sagen, dass Neu-Ulm drüben ja erst 170 Jahre alt ist. Erst mit Entstehung dieser Festung wurde auch Ulm gegründet. Ulm kann man hier erkennen, in diesem direkt hinter Münster befindlichen weißen, mehrgeschossigen Gebäude. Da beginnt dann Neu-Ulm, die bayerische Seite. Und wir sind hier auf Ulm, württembergische Seite. Die Grenze ist direkt die Donau dazwischen. Die Festung selber wurde 1842 bis 1857 gebaut als Defensivfestung. Defensivfestung deshalb, weil sie sehr weit von der französischen Grenze weg war. Gebaut wurde sie ja damals, um den französischen Angriff abzuwehren. Hier in Ulm aus strategischen Gründen, deshalb, weil ab Ulm war die Donau schiffbar. Das heißt, die Versorgung Richtung Osten war dann leicht zu gewährleisten. Und die Linie Paris-Wien
ist hier die direkte Linie. Deshalb wurde die Festung hier gewählt. Österreich wollte eine Defensivfestung hier in Ulm haben, um einfach den Anmarschweg der französischen Armee nach Wien zu behindern. Die Preußen wollten eine aktive Festung, also eine Festung in Grenznähe haben, in Rastatt, um dort dann auch das Rheingebiet abzusichern, damit die französische Armee nicht die Rheinebene ins Rheinland marschieren kann. Nach diplomatischen Problemen 1840/41 wurde dann beschlossen, beide Festungen zu bauen. Deshalb wurde die Festungsanlage Rastatt als Offensivfestung und die Festungsanlage Ulm als Defensivfestung ausgeplant und gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja das Gebäude durch Heimatvertriebene und ausgebombte Stadt Ulm genutzt. Hier drin waren ja bis zu 5000 Leute untergebracht. Und was man hier jetzt noch in diesem Raum erkennen kann, das wurde hier als Küche benutzt. Das heißt, diese ganze Elektroinstallation hier war dann die Küche für ca. 1000 Leute. Hier haben wir die großen Kasematten mit den großen Fenstern. Das war zur Gebäudeinnenseite, das waren die Unterkunftsbaracken. Hier waren die Soldaten damals untergebracht, also in diesem Gebäude bis zu 5000. Und direkt auf der anderen Seite des Ganges, das war dann die Artilleriefeuerstellung. Diese großen Rundbögen, hier drin war dann untergebracht eine Haubitze, ein kleiner Mörser, Entschuldigung, ein Mörser, der als Steilfeuer direkt vor das Gebäude auf den Verteidigungswall geschossen hat. Hier war dann auch bis 76 die Unterbringung, klar, deshalb wurde hier dann auch Parkett verlegt komplett. Und die alte Nutzung als Artilleriefeuerstellung sieht man immer oben an diesen großen Stahlringen, weil dort wurden dann die Geschütze auf die Kasemattenlafetten drauf gehievt. Und das ganze Gebäude wurde ja bis 1976 militärisch genutzt. Und man muss sich das mal vorstellen, das ganze Gebäude, diese über 300 Kasematten wurden mit Kohle beheizt. Hier durch diesen Gang lief dann auch damals 12 bis 15 Soldaten, die hatten einen Kohlenwagen dabei und die haben jeden Tag nichts anderes getan, wie alle Kasematten mit Kohlen zu versorgen. Hier an diesen Seitengängen waren dann für 180 Mann Duschköpfe vorhanden. Das waren 3 Duschen mit 60 Liter warmem Wasser. Und wenn alle gleichzeitig Sport gemacht haben, dann gab es für die schnellsten dann warm Wasser und der Rest war dann halt einfach kalt. Wir befinden uns hier jetzt in dem Innenraum des Kehlturms. Also der Sound ist natürlich von der Akustik her sehr, sehr gut. Nachdem das Gebäude ja der Stadt gehört, die ist nicht mehr militärisch genutzt, finden hier auch Installationen bei Künstlern und Veranstaltungen der Stadt statt. Also hier sind wir jetzt ganz unten, hier sind wir jetzt auch in Nähe des Burggrabens, in Nähe des Kehlturms. Kehlturm war immer die schwächste Stelle der Befestigung, deshalb die Kehle der Befestigung auch immer sehr stark ausgebaut und deshalb waren so Tore wie hier auch immer in direkter Nähe zu diesem Kehlturm.
wir haben hier in dem Reduit 3 verschiedene Arten von Schießscharten. Wir haben 110 Schießscharten für Artillerie. Das sind ganz oben diese Halbrunden. Dort drin wurde aufgestellt Mörser und Haubitzen. Und im unteren Bereich diese länglichen, das war für Rohrartillerie, für 24 Pfünder Festungsartillerie. Die schmalen unten im letzten, das ist dann einfach nur für Infanterie, für Gewehrschießscharten. Die Tore sind auch gut, ne? Die alten württembergischen Farben, schwarz und rot. Ne? Ja, ja. Diese ganzen einzelnen Werke sind untereinander auch nochmal abgetrennt, sodass die Verteidigung hier zwischendrin auch erfolgen konnte. Das ist der linke Rückzugspunkt, die linke Redoute, die rechte Redoute ist das Werk 16. Im Vorfeld haben wir dann hier oben das Fort Prittwitz. Und links dieser Weg, der nach oben geht, die Straße, die gab es damals auch schon. Das war die Ausfallstraße und der Verbindungsweg zum Fort Prittwitz. Ist eine Außenfestung im nördlichen Bereich für die Infanterie, um die oben an den gedeckten Weg und die Brustwehr zu bringen. Vom der Wilhelmsfeste kann man hier direkt über diesen gedeckten Weg auf diesen Kehlturm zu, und in diesem Kehlturm dort befand sich dann die Zugbrücke. Das Grau, was man hier sieht an den Fenstern, das sind die Stahlfenster von außen, die 1914 eingebaut worden sind als Schutz für den Infanteristen. Hier befinden wir uns im Innenhof des Fort Prittwitz, ernannt nach dem Erbauer der Bundesfestung Ulm. Das ist eines von 16 Außenfestungen der Bundesfestung. Erbaut wurde das hier auch 1857 und ist ca. 500 Meter vor der Wilhelmsfeste. Jetzt angenommen, der Feind möchte hier dieses Fort Prittwitz nehmen. Der einfachste Punkt für ihn ist ja hinter mir das Tor. Tore sind immer einfach anzugreifen, weil irgendwie muss man ja reinkommen in die Anlage. Aber deshalb dieser Rundturm. Der Rundturm nennt sich auch Kehlturm. Wie beim Menschen, die Kehle, die geht etwas heraus, ist immer Richtung Stadt gewandt und ist sehr stark befestigt, und dort befindet sich auch das Eingangstor. Hier von dieser Anlage haben wir in diese Richtung 1000 Meter das Fort Aalbeck, das hier artilleristisch auf diesen Eingangsbereich wirken kann. Und hier rechts 500 Meter, da beginnt ja schon die Wilhelmsfeste mit dem 500 Meter dahinter liegenden Reduit, die beide gestaffelt artilleristisch hier auf diesen ganzen Vorplatz wirken konnten. Ebenfalls hinter der Brustwehr an dem Glacis gelegen, die Infanterie, die dort in Dreierreihen gestaffelt ebenfalls hier vorne reinwirken kann. Hier an diesem Fort Prittwitz sieht man auch sehr gut die verschiedenen Ausbaustufen. Wir haben also noch den Originalzustand von 1857, das unten dran, dieses große Gebäude, das ist für 150 Mann als Unterstand gedacht. Darüber liegend haben wir die Hohltraversen, die nach 1872 eingezogen worden sind. Und hier im Hintergrund haben wir auch noch ein Gebäude mit Betondach. Das wurde dann 1914-15 errichtet als Infanterieunterstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Gebäude dann von der Ulmer Keramik genutzt. Das heißt, hier drin war auch eine Keramikfabrik. Diese Hohltraversen wurden nach den deutsch-französischen Kriegen von 1870-71 errichtet. Die Artillerietechnik hatte sich ja von 1857 bis dorthin auch sehr verbessert. Diese Traversen wurden eingezogen, um hier Plattformen zu schaffen, dass nicht die gesamte Artillerie hier oben auf dem Wall mit einem Schlag vernichtet werden konnte. Hier hinten drin ist auch eine kleine Feuerstelle als Unterstand und links und rechts wurden Kartuschen gelagert für die Artillerie. Dieser Holzschuppen hier unten, das war dann nach 1957, als die Bundeswehr das wieder übernommen hat. Die haben dort ein Vordach gebaut, das wurde das hier als kleiner Partyraum genutzt. Und hier war ein alter Holzaufgang, der geht runter in das 150er. Da können wir aber leider nicht runter. Um schnell von unten nach oben kommen zu können, wurde das hier auch geschaffen. Hier links wurde dann von unten die Munition nach oben gezogen vom zentralen Pulvermagazin.
Das ist jetzt leider verschüttet, man sieht es nicht runter, weil das war von dieser. Das ist hier von 1877, der Umbau. Wurde 1877 umgebaut von einem Hauptmann Jan. Und der schnellste Weg nach unten führt hier durch das Treppenhaus. So, Vorsicht hier. Hier erkennen wir dann auch noch die Nutzung mit Sanitäranlagen, mit großen Stromerzeugern für die Ulmer Kalk, Ulmer Keramik. Und während dem Krieg wurde diese ganze Anlage auch als Luftschutzkeller genutzt. Die Küche, die nach 1957 eingebaut worden ist. Also hier ist der große Aufenthaltsraum für 150 Mann, die hier in Kriegszeiten kaserniert worden wären. Die Elektroinstallationen und Durchbrüche sind noch von der Ulmer Kalk. Hier sieht man das Problem, weshalb es auch nicht mehr genutzt werden kann, weil hier die Drainage, die Wasserabführung nicht mehr zu 100% gewährleistet ist. Und diese Flaschen, das ist Ulmer Keramik, das hinten das Weiß. Das hat die Ulmer Keramik gemacht hier. Hier geht es dann runter. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir vorhin oben rein durch diesen ganzen innen gelegenes Treppenhaus kommen wir hier runter, alles dreigeschossig, ohne vom Gegner gesehen zu werden. Und so kann man dann die Truppen innerhalb der Anlage verlegen. So, wir gehen jetzt hier rüber zum intern liegenden Munitionslagerhaus, zum Pulvermagazin. So, wir sind jetzt hier im innenliegenden Pulvermagazin. Davon haben wir 2 Stück in dem Fort Prittwitz. Was man hier aber dem sehr gut erkennen kann, ist, dass die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur hier drin im Gegensatz zum äußeren Gang sich direkt unterscheidet. Das liegt einfach daran, dass diese Räume, in denen Schwarzpulver gelagert war, doppelt gemauert sind. Und das sieht man hier. Das heißt, wir haben hier eine Innenwand zum Munitionslager und eine Außenwand und hier in diesem Innenraum, dort wird die ganze Luftfeuchtigkeit dann aufgenommen und abgeführt. Und somit ändert sich im Raum selber die Lufttemperatur und die Feuchtigkeit nicht. Und das sind noch Reste der Ulmer Keramik. Nachdem 1957 die Bundeswehr dieses Bauwerk übernommen hat, war dieser Schutt in allen Gängen, die wir jetzt begehen können, war dieser Schutt ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter hoch eingelagert. Das hatten wir jetzt einfach liegen lassen, um zu zeigen, wie das hier damals aussah.
auch sehr gut die Kalkauswaschung hier in diesem Gang. Irgendwann in 200-300 Jahren haben wir richtig schöne Tropfsteine hier. Dass hier links immer der Fußboden fehlt, das liegt einfach daran, dass nach dem Krieg hier der Fußboden rausgerissen worden ist, um in der Stadt Ulm Häuser wieder aufzubauen. So, hier sind wir jetzt eine Treppe nach oben und kommen dann plötzlich in einen Bereich, in dem die Schießscharte unten liegt. Das ist aber nicht die Schießscharte, das hier ist das Abort des Fort Prittwitz. Hier oben war einfach ein Balken drüber, ein Holzgestell, es waren einfach 3 Sitzgelegenheiten mit Deckel. Das muss ja auch mal geklärt sein. So, hier sehen wir ganz gut die Umlenkrollen, an denen die Geschütze befestigt waren und über die Geschütze dann hier in Feuerposition gezogen wurden. Einmal ein Strick unten ans Geschütz, die Umlenkrolle, dann die Geschützbedienung hat dann das Geschütz hier nach vorne gezogen. Auf der gegenüberliegenden Seite, das sind Gewehrscharten für 6 Gewehrschützen. Was man hier auch erkennen kann, ist die Umbauphase nach 1871. Also oben haben wir ja gesehen, 1877, 78 wurde hier umgebaut. Da wurde dieser Flankenturm abgebrochen. Hier oben war normalerweise die Öffnung, in der die Geschütze zwischen den Stockwerken bewegt wurden. Die wurde dann zugemauert und oben wurde mit Erde aufgefüllt. Das ist auch ein schönes Bild. Hier gegenüber geht es in so einen Gegenminenstollen. Das heißt, hier in dieser Anlage sind die Gegenminenstollen nicht erreichbar, indem man unter dem Graben durchgeht, sondern hier musste man durch den Graben durch. Und hier gegenüber, da ist dieses Minenvorhaus und da sind auch die Gegenminenstollen drin, 2 Stück. So, und hier sind wir jetzt, das ist jetzt die Treppe hoch zu dem Aufenthaltsbereich für die 150 Mann Besatzung der Anlage. Und hier unten befindet sich der Tiefbrunnen. Dort ist auch noch richtig toll klares Wasser. Aber man darf leider nicht mehr nutzen. Aber wenn man leise ist, hört man es, wie es unten plätschert. Aber das hier in der ganzen Bundesfestung, wenn man eine Anlage kennt, dann kennt man alle, weil es ist alles zwar dann baulich ein bisschen anders beschachtelt, aber von der Grundstruktur gleich gebaut. Das ist also so eine schöne Stahltür, die 1914 mit eingebaut worden ist, mit den schönen beweglichen Schießscharten für Gewehrschütze. So, hier sind wir jetzt im ehemaligen Burggraben. Hier links, das ist der Kehlturm des Wilhelms des Fort Prittwitz. Hier rechts ist das Fort Prittwitz selber. Früher in den Anfangsphasen war das hier ein Burggraben, 4 Meter breit. Deshalb sieht man hier noch den behauenen Stein, den Sandstein. Und ab Höhe des Grabens, der dann 1870, also nach 71 zugemauert worden ist, ist es dann mit Ziegeln zugemauert.
Und jetzt gehen wir in den Kehlturm rein. Das hier ist das sogenannte Brückenhaus, können wir leider nicht rein, weil oben die Decke runterkommt. Brückenhaus deshalb, weil hier in diesen Raum 1857 die Zugbrücke reingefahren ist. Die hat hier in diesen Raum reingeklappt. Das heißt, der Zugang in das Fort Prittwitz war über diesen Graben und über den Graben auf der anderen Seite mit 2 Zugbrücken. Hier haben wir dann auch noch eine Öffnung, in dem die Geschütze zwischen den Stockwerken bewegt worden sind. Das heißt, das hier ist so eine Tür, eine Klapptüre. Dann wurde das Geschütz hier runtergefahren und nach oben. Da gehen wir hoch. Um die Geschütze zwischen den Stockwerken zu bewegen, wurden sie hier mit Pferdefuhrwerken reingefahren, hier über diesen Ring befestigt und dann hier in den Boden eingelassene Türe wurde sie dann nach unten gelassen. Wo wir jetzt hier stehen, das ist der Knick in der Festung, der Knick im Festungsgraben. Solche Knicke haben wir gesamt in der ganzen Anlage Ulm. Hat einfach damit zu tun, dass aus der Artilleriefeuerstellung, die hier links ist, der Artillerist, der hier in diesen Graben reinfeuert, nicht unter Friendly Fire, wie man es nennt, denn Artilleriefeuerstellung, die wir hier rechts sehen, trifft. Und somit ist immer ein Knick in der Anlage und somit kann auch der Hilfsartillerist hier feuern, ob hier Nebel oder Schwarzpulverrauch, einfach rein damit, er kann nicht seine gegenüberliegende Stellung treffen. Den Oerlinger Turm, der ist leider abgerissen. Das ist das einzige Außenfestung der Bundesfestung Ulm, der nicht mehr existiert. Es wurden damals 16 Außenfestungen auf die Berge gebaut. Davon existiert leider dieser Turm nicht mehr. Alle anderen sind noch existent. Wir haben hier eine historische Karte der Stadt Ulm, die im Schwerpunkt auch die Ausmaße der kompletten Bundesfestung Ulm darstellt. Die Donau, die durch Ulm fließt, mit Ulm als Innenstadt dargestellt. Auf der nördlichen Seite der Donau in Württemberg die Umrisse der Bundesfestung Ulm mit den Außenforts. Auf der südlichen Donauseite in Bayern die Festungswerke Neu-Ulms und mit den unterschiedlichen Bastionen, die eine Rundumverteidigung gewährleisten sollen, ist ganz markant im Norden auf dem Michelsberg die sogenannte Wilhelmsfeste, ein geschlossenes Festungswerk, das im südlichen Bereich mit der Wilhelmsburg oder auch dem Reduit den Schwerpunkt der Bundesfestung Ulm im Norden darstellt. Im Zuge des Baus der Bundesfestung Ulm wurde von den Festungsbaumeistern ebenso berücksichtigt, die Festungsanlagen sowohl im Norden als auch im Süden so großzügig anzulegen, dass die damals noch um 1840 eher mittelalterlich anmutende Stadt genügend Platz hatte, sich nach Norden innerhalb des Festungsrings auszuweiten. Ebenso ist ja durch den südlichen sogenannten Brückenkopf, die südlichen Befestungswerke der Bundesfestung Ulm, die Stadt Ulm neu konzipiert worden und kann somit als eine unmittelbare Folge auch des Festungsbaus betrachtet werden.